Skifahren in Frankreich ist anders. Doch was unterscheidet die Skigebiete hier von Österreich, Schweiz und Italien? Worin liegen die Unterschiede in den Pisten, den Preisen, der Skikultur, dem Après-Ski? All das werden wir im heutigen Video klären. Nichts wie auf! Um dieses große Thema jetzt sehr simpel zu halten, haben wir in 6 Kapitel unterteilt, die ihr unten in den Kapitelmarkern bei YouTube findet. Da könnt ihr euch einfach durchklicken. Und vorab die Frage, wer von euch hat schon Erfahrungen mit Skifahren in Frankreich gesammelt? In welchen Gebieten wart ihr unterwegs? Packt das sehr gerne unten in die Kommentare. Und wir starten jetzt mit dem ersten Thema, nämlich der Infrastruktur und den Skiorten. Ein häufig und viel besprochener Punkt, das ist die Optik der Orte. Denn wo wir in der Schweiz und auch in Österreich häufig Bergdörfer haben, die urig wirken, sind es in Frankreich sehr häufig funktional erstellte Bergorte mit Hochhäusern, die in der Optik wirklich sehr unterschiedlich sind zu dem, was wir aus der Schweiz, Österreich und Italien gewohnt sind. Doch diese Orte haben in ihrer Architektur auch Vorteile, denn es ist sehr häufig gegeben, dass ihr direkt aus dem Haus auf den Skipisten steht. Wir reden dabei im Standard der Unterkünfte auch über einen anderen, als ihr ihn vielleicht aus Österreich gewohnt seid. Denn häufig reden wir hier über sehr einfache Selbstversorgerwohnungen. Der Vorteil dabei, es ist häufig sehr preisgünstig. Das heißt aber nicht, dass man hier pauschalisieren kann. Auch in Frankreich gibt es natürlich hochwertige Hotels mit Verpflegung, aber die Mehrzahl der Unterkünfte sind eben eher einfache Unterkünfte. Fakt ist auch, dass die Infrastruktur in französischen Skigebieten verglichen zu zum Beispiel Ischgl, was der absolute Platzhirsch in Sachen Ausbau des Skigebiets ist, wirklich anders und etwas älter ist. Doch dazu muss man auch sagen, in den letzten Jahren hat sich dabei einiges getan. So zum Beispiel hier in Le des Alpes schwebt hinter uns eine moderne 3S-Gondelbahn, die jetzt neu entstanden ist. Die Jean-Dry-Gondelbahn befördert euch aus dem Tal in 17 Minuten hier hinauf auf den Gletscher. Doch noch andere Punkte unterscheiden das Skifahren hier, nämlich die Skikultur. Und was ich damit meine, das schauen wir uns gleich an. Denn Skifahren wird hier in Frankreich etwas anders gelebt. Und es ähnelt so ein bisschen dem, was ich in den USA und Kanada erfahren habe. Es steht mehr der Spaß und ja, dieses Bergerleben im Vordergrund. Hinter mir seht ihr es auch schon, Picknicktische, wo einige sich wohlfühlen, ihr eigenes Baguette auspacken, Käse auspacken und auch eine Information der Ski Patrol, die hier auch deutlich häufiger vertreten ist als zum Beispiel in Österreich. Man sieht diesen Aspekt des Skifahrens, also Spaß im Vordergrund, auch ein bisschen an der Skiwahl, denn hier in Frankreich ist es eher verbreitet, dass breitere All-Mountain-Ski, Freeride-Ski auch auf den Pisten verwendet werden und es gibt einfach zahlreiche Freeride-Routen abseits der normalen präparierten Pisten. Und bei der Pistenpräparation, naja, da nehmen es die Franzosen jetzt auch nicht ganz so deutlich und perfekt, wie es zum Beispiel in Österreich gemacht wird. Doch genau dadurch entstehen auch Abfahrten, wie zum Beispiel Le Tunnel und auch die Schweizer Wand. Besondere Abfahrten, die man als Skifahrer und Skifahrerin in seinem Leben mal gefahren sein sollte. Und jetzt gehen wir zum nächsten Aspekt über, nämlich zu den Preisen. Kommt mit! Dabei möchte ich natürlich unterscheiden zwischen Skipasspreisen und Unterkünften. Gehen wir zunächst auf die Skipässe ein. Dabei kann man sagen, dass die Gebiete in Frankreich, obwohl sie häufig sehr groß sind, tendenziell etwas günstiger sind im Skipasspreis als in Österreich. Zum Beispiel hier in Le des Alpes, 65 € kostet hier der Tagespass. Verglichen zu Ischgl, gleiche Pistenanzahl ungefähr, reden wir da von 10 € weniger. Doch preislich so richtig interessant wird es bei der Kombination aus einem Skipass mit einer Unterkunft, wenn wir das direkt zusammen buchen. Und dabei möchte ich euch unbedingt den Anbieter Snowtrax ans Herz legen, denn die Angebote dort sind wirklich unschlagbar, was die Kombination aus Unterkunft und Skipass angeht. Wir sind hier gerade auf der Powder Week, eine Woche Skifahren und das wird inklusive Skipass und Unterkunft für knapp 200 € beim Start angeboten. Da muss auch ganz klar gesagt werden, das ist dann die günstigste Preiskategorie und die Unterkünfte sind wirklich sehr basic, das muss euch klar sein. Aber dennoch, für diesen Preis kriegt ihr in Österreich noch nicht mal einen Skipass für eine Woche. Das ist eben der Unterschied. Das heißt, Snowtrax, insbesondere dann auch noch mit dem Rabattcode Marius60, wo ihr dann nochmal 60 € sparen könnt, ist dabei für Frankreich höchst interessant, wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt.
Und jetzt gehen wir hoch, nämlich zu einem auch sehr spannenden Punkt, dem Ausblick und dem Panorama. Kommt mit! Und genau in dem Augenblick, wo wir euch den Ausblick zeigen wollen, kommt der Schnee. Auch nicht schlecht. Wir haben viele Aufnahmen, um euch das Ganze einzublenden. Wir reden hier in den französischen Alpen von extremen Höhenlagen. Dabei zum Beispiel bis auf 3600 Meter hinauf, hier im höchsten Skigebiet Frankreichs. Und dabei habt ihr den Blick auf den Mont Blanc, die Grand Alps. Es ist genauso wie im Sommer mit diesen mächtigen Bergpässen, die man mit dem Rennrad hinauffahren kann, wie auch bei der Tour de France. Einfach gewaltig, das zu sehen. Und in solch einer Kulisse Ski zu fahren, ist dann nochmal was wirklich Besonderes. So zum Beispiel auf der längsten schwarzen Piste der Welt, nämlich der Sarenne, oder auch eben in den 3 Tälern Méribel, Courchevel, Val Thorens, Le Port de Soleil. Es gibt so viele tolle Optionen, die ihr mal ausprobieren solltet. Und was ihr auch ausprobieren solltet, das ist das französische Essen und die Après-Ski-Kultur. Ist was anderes, das zeigen wir euch jetzt. Und das bringt uns zum Après-Ski und der Kulinarik in Frankreich. Es gibt schon Après-Ski, aber anders. Gehen wir erstmal auf die Restaurants und Hütten ein. Hier wird eben französischer Genuss auf den Hütten gelebt. Man sieht auch häufig eine Flasche Rotwein da rumstehen anstatt eines Bieres. Was man auch sieht, ist Tartiflette, Baguette, Raclette, alle Art von französischen Speisen und Spezialitäten, aber auch eine Pizza und ein Burger ist dann doch mal mit dabei. Après-Ski ist eher in Richtung elektronischer Musik. Wir kennen zum Beispiel das La Folie aus verschiedenen Aufnahmen. Könnte sein, dass ihr das kennt. Es ist etwas gediegener, etwas ruhiger als in Österreich, aber es gibt es schon auch. Unten in den Orten dabei verschiedene Bars und Restaurants zum Einkehren. Von einem klassischen Pub bis hin zu Après-Ski-Locations waren wir auch schon unterwegs. Und das bringt uns jetzt zum finalen Punkt. Für wen lohnt es sich? Und dabei möchte ich 3 Themen aufmachen. Das erste sind Gruppen. Denn für Gruppen gibt es hier ganz besondere Angebote. Es gibt häufig Selbstversorger-Apartments, die sich für Gruppen sehr gut eignen. Und da kann man als Freundesgruppe wirklich gute Schnäppchen machen. Das bringt uns nämlich auch zu Punkt Nummer 2, preisbewusste Skifahrer. Euch muss dabei aber ganz klar auch bewusst sein, dass eben die Unterkünfte, jetzt schon vielfach erwähnt, etwas einfacher sind. Doch ganz ehrlich, es reicht ja, um einfach Skifahren zu gehen. Also vielleicht eine interessante Option für euch. Und drittens, für all diejenigen unter euch, die mal in dieser mächtigen Kulisse etwas anderes, auch eine andere Skikultur erleben möchten. Im Grunde für die Abenteuerlustigen, die einfach mal besondere Abfahrten in Frankreich hinunterfahren wollen. Und ich hoffe, dass euch dieses Video einen sehr guten Überblick gegeben hat. Alle Fragen unten in die Kommentare. Ich freue mich auf den Austausch und jetzt sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ist hier verlinkt. Vielen Dank ans Team, an Lukas hinter den Kulissen. Wir sehen uns da und tschüss.